Moment, es stimmt doch was nicht. Mein emotionaler Support fehlt. Karl, wo bist du denn? Psst, ich bin hier. Ich verstecke mich vor Sarah, Was? Warum das denn? weil sie berühmt und berüchtigt dafür ist, Kakteen zu verspeisen. Ah, okay, verstehe. Warte, ich kontaktiere sie mal. Ich schwöre, nie wieder Kaktus essen, nie wieder der Versuchung zu erliegen, Kaktusfleisch zu probieren. Ich schwöre, jeden in meiner Nähe aufzuklären, der Kaktusfleisch auf ein Burrito bestellt. Was? Moment, darum geht's nicht? Hä? Was ist denn das für ein veganer Käse? Ups. Stell dich das zufrieden? Ja, als Kaktus der Liebe kann ich niemandem lange böse sein. Aber was ist mit diesem Liberation Pledge? Ach das, ja, das ist ein Schwur. Ein Schwur? Hast du schon mal etwas geschworen? Ja, ich habe bei der Bundeswehr schon mal ein Gelöbnis abgelegt. Mal schauen, ob ich das noch kann. Ich schwöre vor den hier Anwesenden, bei den alten und den neuen Göttern, bei der heiligen Möhre und natürlich bei dir, Karl Kaktus. Ich weigere mich, Tiere und deren Produkte zu konsumieren. Ich lebe vegan. Ich setze mich nicht mit Leuten an einen Tisch, während diese Tiere oder deren Produkte konsumieren. Ich unternehme alles in meiner Macht Stehende, um die frohe Botschaft des Veganismus zu verbreiten und andere zu ermutigen, diesen Schwur ebenfalls abzulegen. Denn ich bin das Feuer, das gegen die Kälte brennt, das Licht, das die Morgenröte bringt, das Horn, das die Schlafenden weckt, der Schild, der Menschen, Tiere und die Natur schützt. Ich bin die Fackel in der Dunkelheit und verpflichte mein Leben und meine Ehre dem Veganismus für diesen Tag und alle kommenden Tage. Ich grüße euch. Dominion 269 und Chris 269 haben gefragt, wie ich zum Liberation Pledge stehe. Und ich antworte, so ich hier stehe und nicht anders kann. Und dieses Mal habe ich mir sogar Unterstützung geholt. Hi. Was ist der Liberation Pledge? Pledge heißt so viel wie Versprechen, Gelöbnis oder Schwur. Liberation bedeutet Befreiung, ein Schwur zur Befreiung. Wer soll befreit werden? Die leidenden Tiere. Wovon? Von der menschlichen Unterdrückung. Die Graswurzelbewegung Direct Action Everywhere lancierte 2015 den Liberation Pledge. Vorbild waren Kampagnen gegen Foodbinding, das heißt gegen Fußfesseln. Das war eine weit verbreitete Praxis, besonders im 19. Jahrhundert in China. Man brach dabei Mädchen die Füße und band sie dann wieder zusammen, als Statussymbol und Ausdruck weiblicher Schönheit. Nun war es aber so, dass diese Praxis im Ausland nicht besonders gut ankam und auch die Bevölkerung das immer mehr und mehr hinterfragte, was eigentlich passierte. Es gründeten sich Vereine, in denen Menschen einen Schwur ablegten, also eine Pledge, die Füße ihrer Töchter in Ruhe zu lassen und Foodbinding zu stigmatisieren. Die Kampagne hatte Erfolg und fand am Ende auch die Unterstützung der chinesischen Regierung. Das war, wenn man so will, also eine für jede soziale Bewegung ideale Entwicklung. Einzelne stehen auf, widersetzen sich und überzeugen auch noch andere. Die Bewegung wächst und wächst und wächst und am Ende hat man idealerweise die Regierung für die eigene Sache gewonnen. Es startet quasi mit einer Seerose, am nächsten Tag sind es schon 2, an Tag 9 ist der halbe See zugedeckt und dann an Tag 10 sieht man überall nur noch Seerosen. Und was nun genau muss man beim Liberation Pledge schwören? Lehne es öffentlich ab, Tiere zu essen und lebe vegan. Lehne es ab, an Tischen zu sitzen, während andere Tiere oder deren Produkte konsumieren. Bringe andere dazu, den Schwur ebenfalls abzulegen. Den Schwur legt man öffentlich ab, zum Beispiel in den sozialen Medien oder indem man Bekannte und Verwandte anschreibt oder informiert und sie bittet, vegan zu essen, wenn man anwesend ist oder dass man den Tisch verlässt, wenn sie nicht vegan essen. Als Symbol trägt man ums Handgelenk eine Gabel. Warum eine Gabel? Die Gabel ist ein Werkzeug, das indirekt unermessliches Leid für Tiere erzeugt. Die Gabel zu biegen und zu tragen bedeutet, sie zu einem Symbol für die Befreiung der Tiere zu machen. Das Ziel ist, den Verzehr von Tieren und tierlichen Produkten zu stigmatisieren. Make Tierkonsum uncreate, könnte man sagen. Onkel Heinz feiert mit einem großen Buffet voller Schnitzel und Bratwürsten seinen 75. Geburtstag. Ich stehe auf und verlasse den Raum. Ich setze mich in die Mensa und jemand isst neben mir Königsberger Klopse.
Ich stehe auf und verlasse den Raum. Jemand drückt sich in einer S-Bahn einen schönen fetten Döner mit Kalbsfleisch rein. Ich stehe auf, gehe raus und nehme die nächste Bahn. Prüfen wir mal, was für und was gegen den Liberation Pledge spricht. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit dem Liberation Pledge sind oder was ihr grundsätzlich davon haltet. Also, was spricht für den Liberation Pledge? Das erste ist Aufklärung. Wir können aufklären, wir können aktiv etwas dagegen tun, was andere Menschen Tieren antun. Wir lehnen also nicht nur etwas ab, sondern wir bringen auch andere dazu, den Tieren kein Leid zuzufügen. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, Freundschaften zu vertiefen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv. Die Frage ist ja aber, wie kommuniziere ich? Also schmeiße ich einer Person, die Tiere konsumiert, den Teller ins Gesicht, nenne sie Mörder oder Mörderin und stampfe wutentbrannt ab? Oder bemühe ich mich darum, meine Sicht darzulegen und Verständnis zu zeigen? Dann lege ich den Fokus auf die Beziehung, die ich zu der Person habe. Das könnte so funktionieren. Du weißt, dass ich vegan lebe und du weißt auch, dass ich dich gern habe und schätze, aber ich kann diese Wertschätzung nicht zum Ausdruck bringen, wenn in meiner Gegenwart tierliche Produkte konsumiert werden. Gleichzeitig, und das ist ein weiterer Punkt, kann ich mir selbst treu bleiben. Ich meine, wie geht es euch, wenn ihr als Veganer oder VeganerInnen oder dem Veganismus zugeneigte Menschen mit Leuten am Tisch sitzt und diese genüsslich in ein Steak beißen? Oder wie fühlt ihr euch beim Grillen mit dem Geruch von Fleisch in der Luft? Wie fühlt ihr euch beim Weihnachtsessen mit schönem fetten Gänsebraten am Tisch? Der Liberation Pledge erlaubt es euch, diese Situationen nicht ertragen zu müssen, weil ihr entweder mit den anderen zusammen vegan esst, das wäre die optimale Situation, oder weil ihr nicht mit am Tisch sitzt. Gleichzeitig habt ihr dadurch auch eine Vorbildfunktion. Sieh an, diese Person lebt nach ihren Werten. Respekt. Und natürlich darf man auch nicht verkennen, dass die Gabel um den Arm eine sehr symbolische Wirkung auf andere entfalten kann. Puh, ist ganz schön anstrengend heute. Sarah, kannst du übernehmen? Hi, ich bin Sarah und hier kommt meine Einstellung zum Liberation Pledge. Schwüre sind nicht umsonst ein Mittel totalitärer Systeme. Man schwörte, mit Leib und Leben den König zu dienen. Man schwörte, sein Leben für das Land zu opfern. Das klingt irgendwie romantisch, oder? Naja, es ist auch ein System der Unterdrückung, denn so konnte ich Menschen gegen ihren Willen steuern. Denn durch den Bezug auf eine über den Individuum stehende Macht betont der Schwörende ja nicht nur die Tiefe seiner Absicht, sondern setzt sich auch den Sanktionen dieser Macht aus. Zum Beispiel in Form von einem Meineid oder Eidbruch. Früher bezahlte eine Person, die einen Schwur brach, im schlimmsten Fall mit dem Leben. Und dadurch war die Notwendigkeit, diesen Schwur auch jederzeit zu erfüllen, viel größer. Bin ich nicht den Ernteabgaben nachgekommen, wurde ich hart sanktioniert. Bin ich aus dem Militär geflüchtet, weil ich nicht einen sicheren Tod sterben wollte, wurde ich vor das Gericht gezerrt. Schwüre sind daher auf der einen Seite ein Stück Verbindlichkeit, die Normen und Regeln festlegt, aber auf der anderen Seite auch ein Stück Aufgabe, selbstbestimmt zu leben. Danke, Sarah. Ihr habt die kritischen Aussagen gehört. Und jetzt seid ihr dran. Ja, ganz genau du. Was spricht gegen den Liberation Pledge? Welche Fragen wirft der Liberation Pledge auf? Schreibt es gerne in die Kommentare, freut euch auf den zweiten Teil und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Halt, brauchen wir noch eine Gabel. By the power of Uri Geller und Grayskull. Fuck, ich bin ja Veganer, ich habe keine Kraft. Also, kann man das Ding hier irgendwie nehmen und dann soll man das hier so zack, zack, zack. Aha. Aha. Nein. Naja.
Ich glaube, das ist nicht im Sinne der Erfinderin. Aber ich denke, für den ersten Versuch kann man das schon akzeptieren.